Hi, du hast deine Schuhe gewaschen und willst du die jetzt trocknen? Du hast in den Trockner geschmissen. Nach einer Weile kommst du und stellst du fest, dass die Schuhe sind nicht richtig getrocknet oder gar nicht. Und die Trommel dreht sich nicht. Was ist passiert, erkläre ich dir gleich. Dein Techniker, alles klar, reparieren wunderbar. Schritt für Schritt, wir kriegen's hin, mit Technik, Know-how und Sinn. Hallo und herzlich willkommen beim Dein Techniker Kanal. Ja, Schuhe in der Trocknen zu trocknen ist leider keine gute Idee. Es kann sein, dass eine Schuhe hier sich steckt zwischen diesem Arm und die Kante von der Trommel, und wenn der Trommel sich dreht, als Folge davon geht der Keilriemen kaputt. Deshalb bitte keine Schuhe in die Trommel schmeißen. Es gibt spezielle Korb-Schuhe. Da schiebt man den Korb hier in die Trommel und die Schuhe kommen darauf. Also so sieht der aus. Aber einfach in der Trommel zu schmeißen ist keine gute Idee. So, jetzt tauschen wir den Keilriemen. Erstmal diese Abdeckung 1, 2. Abnehmen. Hinter die Abdeckung sind 2 Schrauben, die beide Schrauben auch abnehmen. Ich nehme die Schraube ab und bin gleich wieder da. So, die beiden Schrauben sind jetzt ab. Davor brauchte ich T20. Die Fußleiste ist auch ab. So, wir reden jetzt über eine Miele-Trockner, Abluft und klassische Baureihe. Jetzt erkläre ich, wie man der Keilriemen bei klassischer Baureihe Trockner tauschen ist. Anders wie bei Miele T1. So. Die Schraube muss ab. Barbara, die Schraube muss ab. Die und die. Ich nehme die ab und machen wir weiter. So, die Schrauben sind jetzt ab. Ihr seht schon, dass ich den Stecker vorher rausgenommen habe. Alle Schrauben sind weg. Die sind die lange sind vor hier, der Blende und der Tuschschluss. Und die 2 sind von den Sockel. Jetzt nehme ich die vordere Seite, immer Fuß runter, ein bisschen nach vorne und der Front ist lose. Jetzt baue ich den Deckel ab. Diese Abdeckung muss ab. Diese Abdeckung muss ab. So. So, jetzt mit Phasenpuffer lose machen und reindrucken. Lose machen, reindrucken. Und dann kann ich den Deckel abnehmen und an der Seite legen. So. Und jetzt muss die Seite Blech abgenommen werden. Eine Schraube, 2, 3, 4 und hinten sind 3. Ich nehme die ab. So, die Schrauben sind jetzt ab. So, ihr seht viele Schrauben. Da kommt noch welche. Die lange mit Großgewinde, die sind vor Kunststoff. Also die kommen hier und da und da. Und die Geräteschraube mit Feingewinde, die sind vor Metall. Also hier und da. So, jetzt nehme ich den Deckel so an der Seite. Der ist schon ab. Nächster Schritt, der Blende muss ab, die Bedienblende. Ich nehme den Knebel oder Drehschalter. Und dann mit einem Spachtel oder einem Phasenpuffer hier runter. Ich hole eine andere Spachtel. So, jetzt ist es ein bisschen
schwierig. So. Die muss ab. Die hier auch, weil hinter befindet sich eine Schraube. So, die Schraube muss ab. Da ist noch eine. Und hier hinter die Elektronik befindet sich noch eine Schraube. Also jetzt die, dann nehme ich die Elektronik ab und dann die und hinten ist noch eine. Ich nehme die Schraube ab und bin wieder da. So, die Schrauben sind ab. Achtung, hier ist ein Schlitz. Da ist ein Schlitz mit Phasenpuffer rein und an der rechten Seite ein bisschen drücken. Dann ist diese Seite ab und die andere Seite geht automatisch ab. So. Zunächst die Schraube und die müssen ab. Jetzt nehme ich die Halterung von der Elektronik einfach draußen. Diese zwei Nupsi waren hier, die zwei waren hier und da steckt sich noch in der Halterung. So, und vorsichtig auf den Trockner und passen Sie auf den Kabel und Stecker. Nächster Schritt, die Schraube und die müssen ab. So, ich weiß, viele Schrauben, aber easy und geht. Jetzt nehme ich diesen Metallblech ab. So, und dann hoch. So, der ist jetzt los. Und dann wenn ihr Lust habt, könnt ihr den Stecker alle abnehmen, aber ist nicht empfohlen, denn später weißt ihr nicht, welcher Stecker zu welchem Gehäuse passt. So, zunächst die und die und die. Ich glaube, das war müssen ab und auch da drin ist noch eine, weil das Teil muss gleich ab. Also die Schraube, die in diesem Loch muss ab und auch die da. Und beide sind kein T20, sondern T30. Da braucht man T30 Schraubendreher. So, die Schrauben sind jetzt lose. Dann nehme ich von hier ab. Keine Sorge, es fällt nicht runter. Und dann von hier und da ein bisschen hochheben. Dann ist die vordere Seite ist ganz ab. So, easy. Und achten hier, dass ihr die Kabel, die Isolierung nicht beschädigt. So. Einfach an der Seite legen. So. Das Platz jetzt reicht mir schon. Ihr habt hier die Möglichkeit, ein bisschen sauber zu machen, die Flusen abnehmen. So. Wow. So. So, das ist mein Keilring. Und jetzt hebe ich die ein bisschen nach drüber, schiebe den Keilring runter. Und da auch. Ich muss die Trommel ein bisschen nach oben, damit der Keilring reinpasst.
ich zur anderen Seite. Erstmal so lassen. Jetzt baue ich die Front wieder zusammen. So, die zwei Nupsi. Der und der müssen in die beiden Löcher reingehen. So. Das hier. Und der andere. Auch drin. So. Und von hier auch. Und da muss die Fugung und die Gebläse instand setzen. So. Ich hoffe, dass ihr das gut seht. Ich schiebe den Trommel ein bisschen. Da sitzt alles in seiner Position. Super. Jetzt schraube ich zuerst die T30. Der zweite. Ich drehe den Trommel ein bisschen. Alles in Ordnung. Jetzt die Schraube hier und da und andere Seite. Die sind die T30, T20, sorry. Jetzt kommt der Metallmilch und der Elektronikkarton und die Elektronikplatine. So, erstmal von oben. So. Der kommt hier, von anderer Seite auch. S1, 2, 3, 4 Schraube. So. Und so. Jetzt kann ich wieder festschrauben. 1, 2, 3, 4. Ich schraube die fest und bin gleich wieder da. So. 1, 2, 3 und 4. Und jetzt kommt die Halterung von Bedienfeld. So. Das muss da, das muss da, das muss da und von oben. Die muss rein und das muss auch da sein. So. Zack. Zack. Hier auch in der Mitte. Zack. Und der ist auch schon drin. Jetzt eine Schraube, zweite, 2 Schraube, 3 Schraube. Natürlich Kunststoffschraube. 1, 2 und der dritte hier. Jetzt setze ich die Elektronikplatine in Stand. Kabel reindrucken da. So. Und hier. So. Hier kommt eine Schraube. Eine Schraube. Hier sind wieder Kunststoffschraube. Auch meine Hände sind jetzt dreckig. So, Schraube. Einmal rein.
Jetzt der Bedienfeld. Hier in der Vorung erstmal von unten. So. Und dann wieder mit Miele-Spachtel oder einem Phasenpuffer. So. Jetzt. Und dann der Wahlschalter. So, achten Sie. Und jetzt die hier. Die gleiche Prinzip wie eben. Der ist drin. So, jetzt kommen wir zu den Keilriemen. Da seht ihr schon die Position von der alten Keilriemen. Der muss jetzt hier auf dem Motor. Aber das ist ein bisschen schwierig. Ich erkläre euch, wie kann man das leichter machen. So. Mit einem Schraubendreher einfach diese Feder abnehmen. Und dann kann man den Motor ein bisschen nach hinten drücken. Keilriemen reinsetzen. Und wieder die Spannfeder. So. Keilriemen sitzt. Ich drehe den Trommel ein bisschen langsam und korrigiere die Position. So. Bis er auf der Position bleibt und nicht hin und her. So, wir sind fast fertig. Also die schwierige Arbeit ist schon durch. Jetzt baue ich erstmal die Seite und dann vorne und dann den Deckel. Und jetzt wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schrauben, oder? Ja, 1, 2, 3, 4 und 3 hinten, dann sind insgesamt 7 Schrauben. So, die Schrauben sind jetzt fest, jetzt kommt der vordere Seite. So, machen wir weiter. Der vordere Seite. In die Mitte reindrücken. So. Und jetzt die Schraube hier, zwei hinten festschrauben. Schraube das fest und bin gleich wieder da. So, Schrauben sind wieder jetzt fest. Jetzt kommt der Sockelleiste. Einfach anhalten, schrauben. Und dann bin ich jetzt fast fertig. Da bleibt nur der Deckel. Aber bevor ich den Deckel dran mache, würde ich einfach die Maschine rufen. So, Stecker rein. Ich mache die Tür zu. Und gehe ich bei Luft und Kabel zum Beispiel einschalten und Start. Dreht sich wunderbar. So,
Ausschalten, Stecker wieder raus. Jetzt kommt der Deckel. So. Die und die da. Schraube hier festschrauben, Schraube da auch festschrauben und diese Abdeckung kommen später rein und dann sind wir fertig. Und bitte, bitte, bitte keine Schuhe in die Trocknertrommel, nur mit speziellem Korb. Ist aufwendige Arbeit und ist nicht schwer, nur muss man viel abschrauben. So. Ich bin fertig und falls ihr das Video gefallen hat, Daumen hoch und für mehr Tipps und Info abonnieren Sie bitte meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Dein Techniker. Dein Techniker, alles klar, reparieren, wunderbar. Schritt für Schritt, wir kriegen's hin, mit Technik, Know-how und Sinn. Dein Techniker, alles klar, reparieren, wunderbar. Schritt für Schritt, wir kriegen's hin, mit Technik, Know-how und Sinn.